Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bike Ergonomics, dem Vlog rund um das gesunde und komfortable Radfahren. Reicht es beim Fahrrad, die Sattelhöhe richtig einzustellen? Wer mehr Spaß und Komfort haben möchte, der sollte sein Fahrrad komplett einstellen. Mit der Fittingbox geht das besonders einfach. Heute im Studio heiße ich wieder Kim. Herzlich willkommen. Hallo Kim. Hallo Jan-Philipp. Kim, gib uns doch vielleicht direkt zum Anfang mal einen kurzen Abriss, was das Besondere an dieser Fittingbox ist. Ja, die Fittingbox, das ist ein System, mit dem ihr euer Rad komplett einstellen könnt. Und das ganz einfach in 7 Schritten. Das ist alles hier in dieser Box erklärt. Dort ist ein Handbuch drin und verschiedene Schablonen und Tools, die das Einstellen einfacher und genauer machen. Vielen Dank. Bevor wir jetzt näher auf die Fittingbox eingehen, fangen wir vielleicht beim gemeinen Radfahrer an. Der weiß vermutlich, oder die meisten Radfahrer wissen, dass die Sattelhöhe ein wichtiger Parameter ist, den man einstellen kann. Das reicht aber oft nicht, richtig? Ja, man sollte die Sattelhöhe immer einstellen. Das ist klar, das ist euch ja auch klar. Aber wie macht man das genau und ist das dann auch richtig? Es gibt verschiedene Methoden und wir hier in der Fittingbox benutzen eine Methode, wo wir die Innenbeinlänge ausmessen und dann kalkulieren wir mit Hilfe von Berechnungen die richtige Sitzhöhe. Aber ich schätze mal, mit der Fittingbox berechnet man nicht nur die Sitzhöhe, sondern da gibt es noch andere Schritte, die man durchführen kann, ne? Ja, dieses System, das ziehen wir durch alle Einstellungen. Das heißt, es gibt immer eine kurze Erklärung mit einer Illustration und Tabellenwerten, die wir schon vorgerechnet haben, um dann entsprechend zu den richtigen Einstellungen zu kommen. Okay, das klingt für mich jetzt so, ich koche ja ganz gerne, so wie beim Kochen, ne, dass man nicht nur das Gericht dann würzt, im Sinne, dass man Pfeffer reingibt, sondern es kommt halt auf mehrere Zutaten an, richtig? Ja, es ist die gesamte Komposition aus der richtigen Satteleinstellung, der richtigen Lenkereinstellung und sogar später der richtigen Fußposition. Dann hat man das sogenannte magische Dreieck von Sattel, Lenker und Pedal in einem optimalen Verhältnis. Alles klar. Ich würde sagen, nicht jeder kann von Anfang an kochen, nicht jeder Radfahrende kann von Anfang an sein Fahrrad richtig einstellen. Steigen wir doch direkt mal ein und gucken mal rein, was in der Fittingbox drin ist. Ja, das Schöne ist, ihr braucht nur die Fittingbox, da sind eigentlich alle Sachen drin und ein Mini-Tool oder ein Imbusschlüssel, um hier entsprechende Verstellungen durchzuführen. So, dann machen wir mal auf, gucken, was da drin ist. Ich gebe dir schon mal das. So, das erste, was man jetzt hier drin findet, ist dieses Poster, das Übersichtsposter. Das haben wir jetzt hier schon mal aufgehängt. Hier könnt ihr euch einen ersten Überblick verschaffen, wie die einzelnen Schritte sind. Hier sind die ersten 5 jetzt schon mal beschrieben. Und der Kern der Fittingbox ist das Handbuch. Da sind die ganzen wertvollen Informationen drin, wie das geht, es ist genau erklärt und natürlich die ganzen berechneten Werte. Dann haben wir verschiedene Schablonen und Werkzeuge in der Box. Damit kann man die Box bzw. das Fahrrad richtig gut und einfach einstellen. Das erkläre ich aber gleich, wenn wir durch die verschiedenen Punkte durchgehen. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, die Informationen in dem Heft hier, die finde ich ja bestimmt auch, finde ich, gesammelt, aber irgendwo im Internet. Die Werkzeuge natürlich nicht. Ist das so der Unterschied, warum ich die Fittingbox nehmen sollte und warum die Informationen, die ich halt zum Beispiel bei Google finde, warum die nicht reichen? Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund. Ihr könnt ruhig anfangen, im Internet euch schon mal in die Thematik reinzulesen, aber es gibt leider sehr, sehr viele unterschiedliche Informationen. Manchmal genau das Gegenteil wird dann behauptet. Und ja, es kostet natürlich sehr viel Zeit und manchmal auch Nerven, sich da durchzuarbeiten. Und das ist mit der Fittingbox so einfach. Einfach die Box kaufen und sich dann da in 20 Minuten durcharbeiten. Wunderbar. Ich würde sagen, dann fangen wir mal mit dem Fahrrad hier an. Ich würde vorschlagen, wir fangen am Sattel an und zwar mit der Sattelhöhe. Kann man ja bestimmen, indem man seine Innenbeinlänge ausmisst. Wie ihr das macht, das habt ihr bestimmt schon mal bei uns in einer anderen Folge gesehen. Also es gibt auf jeden Fall eine Folge, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Wir verlinken die euch hier oben, könnt euch gerne mal reinklicken. Was kann ich dann damit machen, beziehungsweise wenn ich meine Innenbeinlänge bestimmt habe, wie stelle ich dann die Sattelhöhe genau ein? So, dann gibt es eine Berechnung. Die Innenbeinlänge sorgt dafür, dass man biomechanisch die richtigen Hebelverhältnisse hat. Das sorgt auch dafür, dass man keine Probleme in der Hüfte oder im Knie bekommt. Auch der Rücken profitiert davon. Also ihr merkt, das hängt alles miteinander zusammen. Hier in der
Box ist halt kurz beschrieben, auch nochmal, wie ihr die Innenbeinlänge zu Hause dann misst. Aber schaut am besten mal auch in die Episode rein. Wir können ja mal von meiner Innenbeinlänge ausgehen. Ich habe das schon mal ausgemessen, 89 cm. Ja, dann gucke ich hier in diese Tabelle. Hier auf der Seite ist die Innenbeinlänge vorgerechnet. Und bei 89 schaue ich dann hier, wo du hin musst. Und wir sind hier dann bei 77 cm Treckengrad auf der Seite. Und das würde ich jetzt einfach mal mit dem Maßband nachmessen. Und hier sieht man mal, okay, so und jetzt habe ich ein Problem. Der Sattel ist so rund. Da frage ich mich, wie kann ich das genauer messen? Und dafür haben wir eine Schablone entwickelt. Die sieht so aus. Die knickt man dann entsprechend und legt die dann hier gerade drauf. Und gut ist, wenn das Rad beim Ausmessen immer gerade steht. Jan-Philipp, kannst du das Rad mal gerade halten, auch den Lenker? Ja, deshalb würde ich mal sagen, als Tipp, wenn ihr die Fittingbox euch zugelegt habt, macht das zu zweit, macht mir Spaß und vor allen Dingen macht die ganze Sache auch nochmal einfacher. So, und ich messe jetzt von Mitte des Tretlagers bis hier oben zur Schablone und ihr seht, ich habe eine ganz scharfe Messkante, da kann ich hier sehr, sehr genau messen. Und dann sehe ich, dass du hier bei 75,8 cm bist. Also da fehlen dann 1,2 cm. Das ist jetzt nicht sehr viel, aber diesen Tick wirst du dann schon merken beim Fahren. Ja. Also sollte ich den Sattel ein bisschen höher Genau, den machen wir ein bisschen höher. Das ist jetzt hier einfach, brauchen wir kein Werkzeug für, sondern können hier den Schnellverschluss öffnen. Machen den dann etwas höher. Achte darauf, dass der Sattel gerade steht. Und dann messe ich das nochmal nach. Und wie gesagt, das Schöne ist, hier, ich kann sehr, sehr genau messen. Und dann sehe ich, ja, es könnte sogar noch ein bisschen höher sein. Und dann sind wir bei der perfekten Höhe. Ja, hier sind wir jetzt genau bei 77 cm. Wunderbar. Wenn ich mir jetzt die Schablone angucke, dann sehe ich hier verschiedene Werte. 0, plus, minus 1 und plus, minus 2. Wo messe ich denn genau? Ja, also ich empfehle erstmal bei der neutralen 0 zu messen. Je nachdem, wenn ich weiter vorne oder hinten messe, habe ich einen unterschiedlichen Wert. Das heißt, ich muss den Sattel eventuell noch einige Millimeter nachregulieren. Wenn man weiter vorne sitzt oder der Sattel weiter nach vorne geschoben ist, dann kann man auch weiter vorne oder hinten messen. Das ist aber genau in dem Handbuch beschrieben, so dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Wunderbar. Mir fällt direkt noch eine Sache auf, und zwar sieht man hier auf der Schablone grüne Markierungen. Und ich würde mal behaupten, dass diese Wasserwaage hier ziemlich genau auf die Markierung passt. Was messe ich damit aus? Ja, damit misst man die Neigung aus und die Schablone ist deswegen auch so gut. Der Sattel hier, der hat ja hier so eine Entlastung für den Damm- und Genitalbereich, dass da nicht alles einschläft. Und wenn ich das jetzt hier reinlege, dann kann ich natürlich nicht die richtige Neigung ausmessen. Und daher lege ich dann hier die Schablone drauf und schaue dann, wie der Winkel steht. Auch hier machen wir das, stellen wir das mal gerade wieder gerade. Und ich sehe, dass der Sattel vorne doch deutlich hoch steht. Bei dieser Länge haben wir schon relativ viel Unterschied. Hast du manchmal so ein bisschen Druck vorne im Schritt? Ja, genau. Es drückt vorne ein bisschen und ich habe das Gefühl, dass ich etwas nach hinten vom Sattel rutsche. Ja, da würden wir jetzt den Sattel etwas waagerechter stellen und das können wir natürlich jetzt einfach mit der Wasserwaage dann austarieren. Und das kann ich dann vermutlich auch wieder mit dem Minitool machen? Ja, genau. Dann würde man hier die Schrauben verstellen und den Sattel dann etwas mehr neigen. Ja, alles klar. Jetzt sehe ich beim Sattel noch was anderes, und zwar diese Markierung hier unten am Sattelgestell. Suggeriert für mich jetzt, dass ich den Sattel auch noch verschieben kann, also dass ich ihn nach vorne und nach hinten verschieben kann. Woher weiß ich, was da genau die richtige Position ist? Ja, der sogenannte Nachsitz, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der ist dafür da, die richtige Position vom Sattel zur Pedale zu finden. Damit habt ihr die richtige biomechanische Übertragung. Wenn ihr den Sattel zu weit vorne habt, dann habt ihr auch zu viel Gewicht auf den Armen. Dann habt ihr auch schnell Probleme mit den Händen oder mit dem Nacken. Wenn ihr zu weit hinten sitzt, dann kommt ihr fast gar nicht an den Lenker. Deswegen dieser Wert ist auch sehr wichtig. Das messen wir auch ganz einfach. Dafür haben wir ein weiteres Werkzeug hier in der Box. Und zwar dieses schöne Lot hier. Das hängt sehr ruhig. Das lässt man dann hier von der Sattelnase, am besten auch von der Schablone, wieder runterfallen. Und dann gibt es ein zweites Tool, und zwar diese Lenkenschablone. Ich kann ja gerne was abnehmen. Ihr seht die hier, die ist auch sehr einfach, die wird auch noch für andere Messungen genommen und die kann man dann hier hinter dem Tretlager platzieren.
zeige das mal hier auf dieser Seite. Und die Kurbel kurz mal hochstellen. Und hier gibt es so eine Zentrierung. Und wenn man dann hier mal schaut, ich zeige das mal von der Seite, dann sieht man hier mal den Abstand. Jan Philipp, kannst du mal schauen, wie groß der Abstand ist? Da sind wir bei ziemlich genau 7 cm. Okay. So, und auch hier gehen wir dann wieder in das Handbuch. Ich schmeiße das einfach alles mal bei dir rein und schauen hier, wie groß der Abstand sein müsste. Auch das ist abhängig von der Körpergröße. Ihr könnt euch vorstellen, wenn der Sattel höher geht, dann geht er auch weiter nach hinten und andersrum. Und da haben wir einen Wert bei der Sattelhöhe von 77. Das haben wir jetzt auch schon richtig eingestellt. Sollten das 78 mm sein. Das heißt, wir könnten noch ein Stück nach hinten. Man sieht das auch hier an der Stütze. Das ist eine sehr sportliche, gerade Stütze. Da steht der Sattel per se etwas weiter vorne. Ja, und so viel Spielraum haben wir auf der Skala jetzt hier auch nicht mehr. Das heißt, ich bräuchte hier eine andere Stütze. Ja, ja gut, die 8 mm kriegen wir vielleicht gerade noch so hin. Ja, das können wir dann mal ausprobieren. Was man nicht machen sollte, ist hier in der Kurve klemmen. Das mögen die Sättel nicht so gerne. Alles klar. Also wenn du Pech hast, musst du dann doch eine neue Stütze kaufen. So ist es dann. Okay, jetzt haben wir die Sattelhöhe, die Sattelneigung und die Sattelposition eingestellt. Wenn ich mir das so angucke, dann gibt es ja auch noch einen weiteren Wert, ja, was den Sattel betrifft, und zwar, wie weit der Sattel vom Lenker entfernt ist. Du hast jetzt gerade schon gesagt, man soll erst die Position, also den Nachsitz, den wir gerade erklärt haben, vom Sattel einstellen und dann soll man die Entfernung vom Lenker bestimmen? Ja, genau. Das ist deswegen wichtig, damit die Gewichtsverteilung optimal ist. Wie gesagt, wenn man den Sattel einfach nach vorne stellen würde, um gut an den Lenker zu kommen, dann hat man viel zu viel Gewicht auf den Händen. Daher geht man die Schritte so vor, wie wir das auch beschreiben. Und der Schritt Nummer 4 ist hier der Abstand vom Sattellenker. Wichtig ist hier auch, dass der Lenker wieder gerade ist. Und wenn ich von der Sattelspitze, von der Schablone bis zum Lenker messe, dann ist das hier vorne auch leider nicht so genau zu messen. Dafür brauche ich dann auch wieder die Schablone. Die ist hier unten drin. Die hast du da. Und dann kann ich das Maßband hier an der Markierung anlegen. Dann habe ich hier wieder eine Zentrierung für den Lenker und messe dann hier zurück bis zur Schablone und habe genau 52 cm. Also die Schablone gibt mir auch direkt schon vor, wo genau ich messen muss. Ja, das macht es sehr, sehr einfach und vor allem auch sehr genau. Das ist fast schon auf Profiniveau. Wunderbar. Woher weiß ich denn jetzt, welcher Wert stimmt und was mache ich, wenn dieser Wert nicht stimmt? So, ich mache dasselbe Prinzip. Ich schaue immer in dem Handbuch nach, welcher Wert hier empfohlen wird. Und bei dir ist es so, in diesem Fall ist das körpergrößenabhängig. 1,94. Dann wären wir hier bei dir bei 56 cm Länge. Das heißt, es würden 4 cm fehlen. Du sitzt hier auch, sage ich mal, eher wie ein alter Mann, relativ aufrecht. Der Lenker ist ja relativ hoch auch und relativ kurz. Ja, es fährt sich bequem. Fährt sich auf jeden Fall bequem, aber du hast auch gesagt, wenn du sportlicher fahren willst, dann musst du deine Arme sehr stark beugen, um dann auch deine Kraft richtig aufs Pedal zu bringen. Also insofern würde ich dir für den sportlichen Einsatz einen etwas längeren Vorbau empfehlen, der dann auch etwas tiefer ist. Aber wenn du sagst, du fährst mehr in der Stadt, dann kann man auch so eine hohe, etwas komfortable Position beibehalten. Ja. Du hast gerade schon den tiefen Vorbau angesprochen. Das heißt, ich muss einfach hier die Schrauben lösen, kann den Vorbau abnehmen, den Lenker demontieren und dann einfach einen neuen Vorbau anbringen. Ja, es gibt diese Vorbauten dann einzeln, die kann man dann entsprechend in verschiedenen Größen kaufen. Fragt da einfach euren Fachhändler. Wenn ihr euch unsicher seid, wie ihr das genau montieren sollt, könnt ihr den natürlich ebenfalls fragen oder sogar beauftragen. Vorher bei der Ausmessung wisst ihr aber dann schon, was ihr braucht. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich brauche nochmal die Längenschablone. Wo habe ich sie hingeschmissen? Liegt da ich habe runter. sie hier. Und hier kann man auch die Länge des Vorbaus ausmessen. Hier, das wäre ein 90er. Und hier kann man auch verschiedene Vorbaulängen dann bestimmen. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Und wenn ihr dann wechselt, ihr könnt einmal so einen starren Vorbau nehmen oder einen, der winkelverstellbar ist. Damit kann ich dann sowohl die Höhe und dadurch dann auch die Länge einstellen. Die Höhe und die Länge gleichzeitig. Das stimmt. Alles klar. Du hast es eben schon angesprochen, die Höhe vom Lenker, die spielt auch eine Rolle. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Wert.
Ja, stellt euch vor, ihr habt die Hände so ganz oben, ihr seht schon, dass die Schultern dann auch mit hochkommen. Manchmal ist es besser, wenn der Lenker sogar etwas tiefer ist, dann sind die Schultern auch und der Nacken entlasteter. Auch hierfür messen wir am besten wieder den Höhenunterschied von Sattel und Lenker. Ich messe einfach vom Boden bis zur Oberkante und hier auch vom Boden bis zum Griff. Und da sehe ich dann, dass der Lenker mit 8 cm deutlich über dem Sattelniveau steht. Und hier würde ich auch mal wieder im Handbuch nachgucken, was für eine sportliche Tourenfahrweise, was da optimal ist. Und da liegen wir jetzt hier bei einem Wert von 3 cm, also da würde ich den Lenker doch deutlich tiefer stellen. Also 5 cm, das ist schon so ein Stück. Und da wäre der Vorbau, der jetzt etwas sportlicher ist, wäre dann schon ja, besser. Okay, und falls die Lenkerentfernung zum Sattel jetzt stimmen sollte und ich keinen neuen Vorbau brauche, dann kann ich die Lenkerhöhe auch hier durch diese Spacer einstellen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr einfach. Falls du aber noch höher wolltest, dann bräuchtest du so ein Altherrenrad. Okay, weil natürlich, ich kann hier keine Spacer mehr drunter machen, weil... Ja. Und der Vorbau ist auch schon so weit nach oben, da gibt es keine mehr, die noch höher sind. Alles klar. Jetzt haben wir die Höhe, die Entfernung zum Sattel beim Lenker eingestellt. Was muss ich im Lenkerbereich noch beachten? Ja, wichtig generell beim Lenker ist natürlich, dass ihr immer sorgfältig arbeitet, die Verschraubung ganz sorgfältig durchführt, also nicht zu fest und nicht zu locker. Dafür gibt es hier einen Drehmomentwert, der steht manchmal auf den Schrauben oder auf dem Vorbau drauf. Und dann natürlich mit einem Drehmomentschlüssel arbeiten. Okay, ich habe manchmal noch das Problem, gerade auf längeren Touren, dass mir die Handgelenke so ein bisschen einschlafen oder die Hände, das kribbelt dann. Hilft mir die Fittingbox da auch weiter? Ja, auf jeden Fall. Das Cockpit, das ist der 6. Schritt. Das sollte natürlich auch gut eingestellt sein. Also wie stehen die Griffe, wie stehen die Bremshebel, der Schalthebel, dass man gut drankommt, dass man alles gut bedienen kann. Hier, du hast schon sehr hochwertige ergonomische Griffe drauf, hier mit so einem Flügel und einem Barend. Das ist sehr schön, dann kann man mal umgreifen. Aber ich merke hier, dass das Barend steht schon sehr, sehr hoch und der Flügel knickt so ein bisschen nach hinten ab. Das sorgt dann dafür, dass das Handgelenk vielleicht ein bisschen zu stark abgeknickt ist. Hast du da manchmal Beschwerden? Genau, ja? das schlägt manchmal schon. an. Okay. Da würde ich das mal gerade ausmessen. Dafür gibt es dann ein weiteres Werkzeug, diese Winkelschablone. Die kann man dann hier entsprechend falten. Du brauchst wahrscheinlich auch die Wasserwaage. Genau, Kombination mit der Wasserwaage. Die wird dann hier oben an den Drehpunkt angelegt und ihr seht schon, dann habe ich hier verschiedene Winkelwerte, je nachdem, wie ich dann hier die Winkelschablone drehe. Oben die Wasserwaage sollte natürlich immer im Wasser stehen. So, und das kann ich natürlich dann entsprechend hier auflegen. Das Rad sollte wieder gerade stehen. Danke, Jan-Philipp. Und dann sehe ich auch, wie viel Grad ich habe. Kann ich hier schauen. Und dann, ja, der Griff, der liegt ungefähr bei 5 Grad, fällt er nach hinten ab. Ich würde jetzt empfehlen, den auch so zu stellen, dass er waagerecht steht. Das kann man sehr gut nutzen. Und dasselbe natürlich hier beim Barend. Und da sind wir jetzt schon bei 25 Grad. Da steht schon etwas Stahl, da würde ich vielleicht mal auf 20 oder 15 Grad gehen. Ja, alles klar. Jetzt haben wir den Sattel eingestellt. Beim Lenker sind wir meines Wissens soweit auch komplett durch. Das heißt, wir haben 2 von 3 Kontaktpunkten abgearbeitet. Bleibt noch der letzte, die Füße bzw. die Pedale. Ja. Und was kann ich damit einstellen? Beim Trekking-Tourenrad hat man in der Regel ja diese Flat Pedals, bei sportlichen Rädern dann manchmal auch Klickpedale. Aber hier, selbst bei den Flat Pedals, ist es wichtig, dass der Fuß richtig drauf steht. Jan-Philipp, stell doch mal den Fuß bitte drauf. Ja. So. Was wichtig ist, dass hier der Ballen schön satt auf dem Pedal steht. Das machst du sehr, sehr gut. Also nicht die Zehenspitzen oder der Mittelfuß oder sogar die Ferse, sondern dass man Orientierung hat, hier wo die Pedalachse durchgeht, das läuft hier vorne quer durch den Ballen, da wo der Schuh auch am breitesten ist. Und damit ihr das auch immer gut wiederfindet oder am Anfang, dass ihr euch gut orientieren könnt, haben wir so Sticker dabei getan. Da können wir dann entsprechend den Sticker mal hier auf das Großzehengrundgelenk kleben. Das kannst du dann auch gut von oben sehen, oder? Genau. Ja. Ja. Und dann gib mir doch mal gerade die Schablone. Das ist unsere Schablone 4. Ja, die andere. Die Schablone 4. Wir lesen keine klaren Worte. Die ist dafür da, um zu sehen, wo der Fuß hin muss. So, und ich kann mir das mal jetzt anschauen. Die zentriert sich wieder. Und ich habe hier eine Markierungslinie. Die sollte jetzt genau hier dorthin zeigen, wo dann der Aufkleber ist.
Dann weiß ich auch, dass es richtig ist. Ich zentriere das mal hier und ziehe es jetzt mal nach oben und dann sieht man, dass das schon sehr gut funktioniert. Ne? Mhm. Also nochmal runter und nach oben. Aber wenn man das dann so von der Seite macht, dann kannst du das sogar selber sehen, Genau. dass das hier jetzt gut Ja. Auf der Linie ist. Perfekt, ja. Okay. Gut. Jetzt gibt es natürlich nicht nur diese Flat Pedals, diese Plattformpedale, sondern es gibt ja auch Klickpedale. Da stellt man das vermutlich ähnlich ein, auch wieder mit dem Sticker, groß den Grundgelenk, soll genau über der Achse sein. Es gibt dann noch ein weiteres Tool, dass man zum Beispiel das Glied exakt an den Schuh anpasst. Wenn euch das interessiert, dann können wir dazu gerne auch eine eigene Folge drehen. Schreibt uns das einfach gerne unten in die Kommentare rein. Dann machen wir das, ne, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Dann haben wir das nämlich auch schon eingestellt. So, das war meines Wissens jetzt Schritt 7 von 7, richtig? Ja, damit sind wir fertig. Alles klar. Das ging erstaunlich flott. Alle Infos sind da drin. Hast du vielleicht für uns noch den letzten ultimativen Tipp? Ja, vielleicht für die, die das schon alles kennen und sagen, ja, das habe ich schon gemacht und die möchten vielleicht, wenn ihr etwas tiefer noch einsteigen wollt, es gibt noch 2 andere Versionen, einmal die Mountainbike, einmal die Rennrad-Fitting-Box und dort steigen wir deutlich tiefer ein. Das heißt, schaut da einfach mal in die Videos. Sehr guter Tipp. Kim hat schon gesagt, Videos werden online gestellt. Guckt gerne mal rein. So, für die Leute von euch, die es bislang hierhin durchgehalten haben, haben wir noch eine kleine Besonderheit. Und zwar verlosen wir 2 von diesen Fitting Box Comfort. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist, schreibt uns unten in die Kommentare unter dieses Video hier, wo ihr das größte Problem beim Radfahren habt. Ist es der Sattel, der nicht passt? Schlafen euch die Hände ein, die Füße, habt ihr Rückenschmerzen, sonstiges. Ja? Einfach nur einen Kommentar unten in die Kommentare und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Ja, ich glaube, wir sind durch, Kim. Ja. Na? Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder sowas habt, schreibt uns die auch gerne unten in die Kommentare. Oder wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt oder vielleicht eine etwas individuellere Beratung haben möchtet, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail an info@bikeergonomics.com schreiben. Wir antworten euch da gerne. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt in unsere anderen Videos rein. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video gerne wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss und bleibt uns treu.